Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los! So, wir haben hier ein Gerät von Medion und zwar ein Razer X17805 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer findet, aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellnummer findet man hier auf der Rückseite, einmal hier oben, aber auch viel besser zu lesen hier. Und ja, mit dieser Nummer findet ihr super einfach alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Dafür muss man nämlich nur den Frontrahmen abnehmen und kommt so an das Display ran. Bei der Tastatur ist es so, die kann man einzeln tauschen. Die ist aber unter dem Mainboard verschraubt. Das heißt, man muss auf jeden Fall alles aufmachen und auch alles rausnehmen. Bei dem Touchpad ist es so, das kann man einzeln rausnehmen. Allerdings bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob man das auch einzeln kaufen kann. Falls man es einzeln kaufen kann, wie gesagt, wäre es aber so, dass man es rausschrauben kann. Um das Gerät zu öffnen, muss man vorher alle Schrauben rausnehmen. Die sind auch richtig gut ersichtlich und die sind alle gleich lang und kommen auch alle ganz raus. Und das sind auch ganz normale Kreuzschrauben und ja, dafür kann man einen PH0 Aufsatz benutzen und genau, generell benutze ich hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeugset. Da ist alles drin, was man so braucht, Pinzetten, Öffner, ein Schraubendreher-Set mit allen Aufsätzen und das habe ich mir hier jetzt schon mal zurechtgelegt. Und wie gesagt, für die Schrauben nimmt man hier einen PH0. Den kann man dann auch für fast alles im Gerät verwenden. Und sobald man die Schrauben alle raus hat, kann man dran gehen und die Unterseite lösen. Und da zeige ich euch mal, wo die Verbindungslinie lang läuft zwischen Gerät und Unterseite. Und das ist einmal hier auf der Rückseite. Läuft das hier entlang. Und so dann eben auch einmal um das Gerät herum. Auch hier vorne. Und zum Öffnen nehme ich einen der Öffner auch aus dem Werkzeugset. Und dann versucht man im Grunde genommen erstmal eine Lücke oder eine Öffnung zu schaffen. Ich probiere das jetzt hier auf der Rückseite und versuche dann eben hier in die Verbindung zu kommen und das nach oben hin abzuhebeln. Und da sieht man direkt schon eine Besonderheit, nämlich dass die Kappen auf den Scharnieren hier nur aufgesteckt sind. Das heißt, das ist völlig normal. Wenn man die Unterseite entfernt, kommen einem die dann meistens entgegen. Auf der anderen Seite hier genauso. Die steckt man dann am Ende einfach wieder so hier drauf, bis die reinklacken. Also da, ja, keine Sorge, da ist nichts kaputt. Das soll so sein. Genau, und dann versucht man eben hier eine Öffnung zu finden und sich da vorsichtig entlang zu arbeiten und das immer so ein bisschen nach oben zu hebeln. Das kann teilweise echt laut knacken, was allerdings völlig normal ist. Das ist einfach, wenn sich die Einraststellen lösen, dann knackt und knirscht das manchmal ziemlich derb. Aber wie gesagt, das ist hier völlig normal. Und dann einfach, ja, ganz in Ruhe mit ein bisschen Geduld sich um das Gerät herum arbeiten. Man kann auch gut hier auf der Vorderseite anfangen
Und je nachdem, ob das Gerät schon mal geöffnet wurde oder nicht, wenn es noch nie geöffnet wurde, geht es meistens ein bisschen schwerer. Und dann arbeitet man aber einfach in genau der gleichen Technik einfach weiter. Einfach vorsichtig alles aufhebeln und einfach einmal rundherum gehen, bis sich die Unterseite dann quasi von allein schon löst und man die einfach abnehmen kann. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. Bevor wir jetzt aber irgendetwas an dem Gerät machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes mal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und dafür muss man nur dieses Kabel hier nach hinten hin rausziehen. Da kann man auch, wenn das nicht so gut geht, hier am Kabelbund fassen oder das eben einfach seitlich nach hinten rausziehen. Und schwuppdiwupp ist man da auf der sicheren Seite. So, was können wir hier jetzt prinzipiell noch sehen? Wir sehen, dass hier drüben eine 2,5 Zoll Festplatte verbaut ist. Falls da keine drin ist bei eurem Modell, kann man die aber nachrüsten. Die ist hier quasi auf der Halterung verschraubt und dann läuft das SATA-Kabel, was man auch separat dazu kaufen müsste, hier unter das Mainboard. Das heißt, das ist ein bisschen ungeschickt. Da muss man das wahrscheinlich aufschrauben, um da ordentlich ranzukommen. Und dann wird das da eben an der Unterseite verbunden. Dann sehen wir hier die SSD. Da ist auch noch Platz für eine zweite SSD. Unter diesen Abdeckungen hier befindet sich der RAM. Dann sehen wir hier natürlich die Lüfter und den Heatsink, der die CPU und GPU kühlt. Dann können wir hier noch das WLAN-Modul sehen mit den beiden Antennen. Und ja, die CMOS-Batterie ist unter dem Akku, die zeige ich euch gleich. Um den Akku auszubauen und auszutauschen, muss man 3 Schrauben rausnehmen. Und zwar einmal hier und einmal hier vorne. Und wenn die Schrauben dann draußen sind, kann man den Akku hier nach oben aus dem Gerät nehmen. Der sitzt da noch auf so einer kleinen Führung. Da ist er dann drauf gesteckt. Ja, und so kann man den dann auch einfach tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir jetzt eben einmal hier die CMOS-Batterie, die hier nur aufgeklebt ist, und das Kabel. Das läuft dann hier lang, also die kann man auch einzeln tauschen. Und man sieht hier eben auch noch so grob das Touchpad, das von diesen 3 Schrauben hier gehalten wird. Und auch die Kabelverbindung, die man vor dem Austausch trennen muss. Und hier ist es so, das Kabel kann man nicht einfach nach hinten rausziehen, das ist mit einem Kippschalter verbunden. Und den klappt man nach oben hin auf. Und da man hier so gut wie gar nicht rankommt, vielleicht würde ich da jetzt einfach eine Pinzette nehmen. Und dann kann man den hier nach oben hin aufklappen und dann das Kabel einfach rausziehen. Und dann kann man das Touchpad von der anderen Seite entgegennehmen und gegebenenfalls austauschen. Und beim Wiederverbinden einfach nur schauen, dass der Stecker auf ist und dass das Kabel wieder hier bis zu dieser schwarzen Linie im Stecker sitzt. Genau so. Und dann klappt man den wieder zu. Das geht in dem Fall einfach und ja, so würde das funktionieren, falls es das Touchpad einzeln zu kaufen gibt. Den RAM zu tauschen ist wie bei eigentlich allen Geräten super einfach. Der wird nämlich nur von diesen beiden silbernen Klammern hier gehalten. Und wenn man die so ein bisschen nach außen zieht, dann springt der einem schon förmlich entgegen. Und ja, dann kann man den eben austauschen oder einen neuen einbauen. Und der kommt einfach zurück in den Slot, wird so ein bisschen nach unten gedrückt, bis die beiden Klammern wieder einrasten. Und ähnlich einfach ist auch die SSD bzw. die SSDs. Wird nur von einer Schraube hier unten gehalten. Und sobald die draußen ist, kann man die SSD einfach nach hinten aus dem Slot ziehen. Und so gegebenenfalls eben auch tauschen oder nachrüsten. Und genau so kommt die dann auch wieder in den Slot zurück.
bis ganz nach hinten, wird ein bisschen nach unten gedrückt und wieder verschraubt. Bei den Lüftern ist es hier so, die lassen sich einzeln rausnehmen und einzeln eben auch tauschen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt noch so gut oder ob man die so gut einzeln bekommt, aber auf jeden Fall geht es. Und zwar werden die von 3 Schrauben gehalten. Hier und hier. Und auf der anderen Seite genauso. Hier, hier und hier. Und dann muss man auch das Kabel noch trennen. Das kann man einfach nach hinten hin rausziehen. Genau so. Und dann muss man eben hier auf jeden Fall die Klebestreifen abziehen, damit die sich überhaupt lösen. Die sitzen auch relativ fest und da kann man sich hier eine kleine Lücke schaffen, aber das muss auf jeden Fall sein. Und dann kann man die einzeln rausnehmen. Und ja, beim Wiederverbinden einfach nur, je nachdem wie das Kabel hier gedreht ist, da kann man auf einer Seite, hier glaube ich ganz gut zu sehen, Kontakte sehen. Und diese Kontakte zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und da würde ich auch beim Einbau das Kabel als allererstes wieder verbinden, dann den Lüfter in Position legen und verschrauben, damit man das auch nicht vergisst. Sonst muss man das Ganze nämlich nochmal aufmachen und das ist nicht so prickelnd. Und ja, genau. Also prinzipiell auch nicht so schwer. Sollte man hier auch den Heatsink ausbauen wollen, dann ist das praktisch gelöst. Die sind nämlich nummeriert, die Schrauben, die hier raus müssen. Da sieht man hier 1, 2, 3 für diese Schrauben, 4, 5, 6 und 7. Und ja, wenn man die draußen hat, kann man den Heatsink nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so eben dann auch relativ einfach tauschen. So, auch der Akku-Einbau ist recht einfach. Dafür sind eben hier diese praktischen Öffnungen, die man dann direkt auf die vorgesehene Führung drauf machen kann. Da drüben fällt er wieder drauf, genauso hier vorne. Auch da fällt er wieder drauf und dann sitzt er eben auch direkt in der Position und muss nur noch verschraubt werden. Und ganz am Ende, super wichtig, ähnlich wie bei den Lüftern, nicht vergessen auch das Kabel wieder zu verbinden, dass man dann auch tatsächlich wieder Strom hat und das Gerät anspringt. Der kommt einfach zurück bis ganz nach hinten. Und ja, schon kann man die Unterseite wieder verbinden. Ja, und die Unterseite legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät und drückt die nach unten hin fest. Und da kann man auch wirklich feste zudrücken überall, dass alles wieder einrastet. Man hört das auch immer sehr gut. Ich gehe dann am Ende auch immer noch einmal um das Gerät und schaue, dass wirklich alles zu ist und keine Lücken mehr zu sehen sind. Und dann, wie gesagt, kommen hier einfach die Scharnierkappen wieder drauf. Und ja, dann muss man das Gerät nur noch wieder verschrauben und hat das erledigt. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.